Hallo zusammen, warum dieser Weisheitszahn so Schmerzen bereitet und wie der Zahnarzt herausfindet, ob deine Weisheitszähne bleiben können oder ob sie vielleicht raus müssen. Diese Themen und vieles mehr erklären wir dir in diesem Video. Warum gibt es überhaupt Weisheitszähne? Und warum müssen die so oft raus? Wie sinnlos eigentlich? Aber das liegt daran, dass wir in unserer Entwicklungsgeschichte eigentlich früher mal Platz hatten für diese Zähne und dann haben wir uns verändert, unser Schädel hat sich verändert und auf einmal haben wir einfach nicht mehr den Platz, dass die Zähne richtig praktisch in der Zahnreihe stehen können. Und das verursacht eigentlich die ganzen Probleme. Und da können wir nichts dran ändern und deswegen haben wir das Thema mit der Weisheitszahnentfernung. Wir können uns nicht drücken davor. Es gibt viele Gründe, warum Weisheitszähne überhaupt entfernt werden müssen. Und ganz häufiger, der immer wieder in den Praxen auftaucht, ist der Schmerzfall. Der klassische Schmerzfall. Die Patienten kommen, sie haben Schwellungen, die Backen sind dick. Es gibt vielleicht auch einen Schmerz bei der Mundöffnung. Im Mund ist das Zahnfleisch sehr gerötet. Dort, wo der Zahn ist, der Weisheitszahn, sieht man schon, dass alles verdickt ist, vielleicht auch ein bisschen eitrig ist. Manche Patienten haben Fieber. Alle diese Symptome treten dann auf und dann ist tatsächlich auch Handeln angesagt. Woher kommt das Ganze? Das ist eigentlich relativ einfach. Die Weisheitszähne sind dann, weil sie zu wenig Platz haben, meistens noch mit Zahnfleisch überdeckt und kommen nicht richtig raus. Und zwischen das Zahnfleisch und den Zahn setzen sich Bakterien, die haben wir im Mund reichlich und dort können die sich hervorragend vermehren. Gerade wenn es warm ist, zum Beispiel im Sommer, wenn die Außentemperaturen hoch sind, passiert das sehr, sehr häufig. Und dann sehen wir solche Fälle, zum Beispiel in unserer Praxis auch sehr oft. Dann muss ein Zahn sicherlich erstmal antientzündlich behandelt werden. Man guckt, dass die Entzündung erstmal weggeht und dann muss besprochen werden, wie der Zahn schnellstmöglich rauskommt. Und es gibt noch einen Schmerzfall, der immer wieder mal auftritt, vielleicht nicht ganz so häufig, aber man sieht es in den Praxen doch recht oft. Kommt bei etwas älteren Patienten vor. Man hat zum Beispiel früher in der Jugend die Weisheitszähne belassen, weil man gesagt hat, okay, der Platz reicht aus, wir probieren es mal. Und über die Jahre hinweg hat sich dann eine Karies an den Zähnen gebildet. Das kommt daher, dass die Weisheitszähne einfach sehr weit hinten sind und beim Putzen wird es immer schwieriger, den zu erreichen. Oft vergisst man sie auch beim Zähneputzen. Und dann kommt die Karies, frisst sich in den Zahn rein und es entstehen natürlich auch Schmerzen. Ja, und letztendlich endet das dann auch in der Zahnentfernung. Also auch hier ein Fall, wo man die Zähne nicht lassen kann. Und dann gibt es zu guter Letzt natürlich noch die Weisheitszahnentfernung im Rahmen von kieferorthopädischen Behandlungen. Stell dir vor, deine Zähne sind etwas schief, du möchtest sie gerade machen lassen, du gehst zur Kieferorthopädin und man stellt fest, dass die Weisheitszähne einfach ein Risiko auslösen, dass sich die Zähne wieder verschieben und dein ganzes Ergebnis, wofür du viel Zeit, Geld investiert hast, ist dahin. Deswegen kommt es auch hier relativ oft zu den Weisheitszahnentfernungen. Die werden dann zum Beispiel vor der kieferorthopädischen Behandlung gemacht oder auch in manchen Fällen direkt danach. Also ihr merkt ja, das ist ein ziemlich komplexes Thema mit den Weisheitszähnen und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr gut aufgeklärt seid und eure Zahnarztpraxis sollte unbedingt mit euch ein Aufklärungsgespräch vorher machen. Das gehört sowieso zu jeder chirurgischen Behandlung eigentlich dazu. Was wird da gemacht? Das ist eigentlich relativ klar. Erstmal gucken wir Zahnärzte in den Mund rein. Wir machen uns ein Bild von der Situation. Wir können ganz gut einschätzen, wie ist die Mundöffnung, wie ist der Zahn verlagert, wird es umfangreich, ist es eher eine leichte Situation. Wir können über dies und das sprechen. Wir machen ergänzend natürlich auch ein Röntgenbild. Auf diesem Röntgenbild, das sind diese tollen Panoramabilder, da kann man sehr schön die Weisheitszähne vorher auch schon sehen, also mit Wurzeln, mit allem, wie ist die Verlagerung, gibt es vielleicht in der Nähe irgendwelche Dinge, die man bei der Entfernung beachten sollte. Ja, und das Ganze fügen wir dann zusammen und können also eine klare und geordnete Operation planen oder eine Entfernung. Das hilft uns natürlich sehr, das hilft aber auch euch sehr, weil ihr dann natürlich genau wisst, worauf lasse ich mich ein, was erwartet oder was habe ich zu erwarten, wie kann ich mich vorbereiten. Und deswegen ist das Aufklärungsgespräch vorher, was so ungefähr 15 bis 20 Minuten dauert bei uns, ganz wichtig. Und im nächsten Video geht es richtig zur Sache. Dann erklären wir euch nämlich, wie ihr euch am besten auf eure Weisheitszahnentfernung vorbereiten könnt und wie die Zeit danach auch richtig easy für euch alle wird. Also, wir freuen uns und bis bald.